Hallo zusammen, ich melde mich mal wieder hier noch aus Barcelona, wo wir gerade noch sind und nach dem Recht in unseren Wohnungen schauen und wollte euch mal wieder einen kleinen Einblick in die Praxis geben. Ich war nämlich gestern, hatte ich eine Kundin begleiten dürfen zum Notartermin hier in Barcelona für den Kauf einer Wohnung. Und sie war danach ein bisschen, wie soll ich sagen, ich glaube, sie hat einen kleinen Kulturschock gehabt, weil sie schon mal in Deutschland gekauft hat und weiß, wie so ein Notartermin in Deutschland abläuft und hat jetzt zum ersten Mal einen Notartermin in Spanien erlebt und war etwas überrascht. Was genau passiert ist, erzähle ich dir gleich. Ich wollte dir jetzt nur noch mal die Gelegenheit nutzen, um noch mal ein bisschen Einblick in die Figur des Notars zu geben, was es hier in Spanien, was man unter einem Notar in Spanien versteht, beziehungsweise was man erwarten kann und darf. Und zwar ist ein Notar, also um Notar zu werden, muss man ein Jurastudium absolviert haben und danach muss man öffentliche Prüfungen absolvieren, die nennen sich Oposiciones, die sind sehr anspruchsvoll und schwierig und wenn die bestanden worden sind, wird man zum Notar ernannt und dann wird man von der Notarkammer, kann man theoretisch in ganz Spanien verteilt oder hingeschickt werden, um dann ein Notarbüro zu eröffnen. Es ist also ein Beamter, der Notar, der spanische Notar. Im Vergleich zu Deutschland sind die Gebühren des Notars geringer, insbesondere wenn es darum geht, eine Vollmacht zu erstellen, die in Spanien ganz häufig für verschiedenste Dinge benötigt wird, braucht man ganz oft eine notarielle Vollmacht. Die ist in Spanien relativ kostengünstig, denn es wird nicht wie jetzt in Deutschland zum Beispiel der Geschäftswert zugrunde gelegt, um die Gebühren zu berechnen, sondern es sind Pauschalgebühren, so zwischen 50 und 80 Euro kosten in der Regel eine notarielle Vollmacht. Wenn man hingegen zum Beispiel jemanden bevollmächtigen möchte, der einem beim Kauf einer Spanien-Immobilie vertritt und dann in Deutschland es machen würde der Geschäftswert zugrunde gelegt werden. Und da kann man dann schon schnell bei 1000 Euro sein, je nachdem wie hoch der Kaufpreis eben der Immobilie ist, der dann als Geschäftswert zugrunde gelegt werden würde. Also das ist in Spanien ein ganz klarer Vorteil, was die Gebühren von einem Notar angeht. Dann muss man wissen, was ganz wichtig ist, ein Notar in Spanien hat eine reine Protokollierungsfunktion. Er muss nicht einmal die notarielle Urkunde, Kaufurkunde komplett vorlesen, sondern kann sie nur teilweise vorlesen, nur die wichtigsten Punkte, und das machen die Notare auch. Und da war auch so ein bisschen der Kulturschock von meiner Kundin da, als sie im Raum saß. Ich war ja, wie gesagt, dabei zum Übersetzen und zur rechtlichen Unterstützung. Und dann hat er losgelegt, wie aus der Pistole geschossen, hat er die ganzen wichtigsten Punkte der Kaufurkunde vorgelesen, runtergerattert, muss ich schon fast sagen. Für mich war es natürlich kein Problem, ich kannte den Inhalt ja auch schon und die Kundin hatte vorher von mir auch den Inhalt auf Deutsch erklärt bekommen, sodass das grundsätzlich kein Problem war. Aber innerhalb von, ich glaube, das Ganze hat 10 Minuten gedauert und dann war der Vertrag unterschrieben und der Notar war wieder aus dem Zimmer draußen. Und klar, in Deutschland, wer schon mal in Deutschland mitgemacht hat, weiß, dass es ein bisschen anders abläuft, dass sich der Notar Zeit nimmt, alles in Ruhe durchliest, Fragen beantwortet und so weiter. Und das ist natürlich ist in Spanien nicht so, ist aber auch unter anderem halt dem geschuldet, dass der Notar eigentlich eine reine Protokollierungsfunktion hat. Das heißt, er kümmert sich auch nicht um den Vollzug des Ganzen, sprich ganze Eintragung ins Grundbuch, Steuern bezahlen etc. macht der Notar selber eigentlich nicht, außer, und das empfehle ich eigentlich, man beauftragt ihn bzw. seine Gestoría, dieses Abwicklungsbüro, beauftragt man am besten das Abwicklungsbüro des Notars, damit der die ganzen Schritte einleitet, wie Bezahlung der Grunderwerbsteuer, hat man eine Frist von 30 Tagen nach Unterzeichnung, Eintragung ins Grundbuch etc. Es ist am einfachsten, wenn das die Gestoría von dem Notar für einen erledigt, dann bleibt alles an einer Stelle. Ein ganz wichtiger Punkt, der mich ganz zu Beginn meiner Tätigkeit hier in Spanien sehr geschockt hat, war, dass der Notar das Grundbuch abfragt vor Unterzeichnung, aber keine Haftung für den tatsächlichen Stand des Grundbuches gibt. Ist seltsam, fand ich auch. Vor allem, wenn man sich überlegt, dass man kauft ja beim Notar, mit einem Notar natürlich, mit der Hoffnung oder mit der Erwartung, dass dieser Notar auch das Grundbuch abfragt, um zu wissen, welche Belastungen eingetragen sind. Das macht er auch, aber nicht notwendigerweise am gleichen Tag des Kaufes, sondern vielleicht 3 Tage vorher. Das heißt, am Tag der Unterzeichnung hat man den Stand des Grundbuches von vor 3 Tagen.
Es ist unwahrscheinlich, aber könnte theoretisch passieren, dass es in diesen 3 Tagen eine Eintragung oder eine Belastung eingetragen worden ist, von der man dann letztendlich keine Kenntnis hat. Der Notar hält aber ausdrücklich in seiner Urkunde fest, dass zum Zeitpunkt der Protokollierung er keine Haftung für den tatsächlichen oder für den Stand des Grundbuchs übernimmt, zum Zeitpunkt der Protokollierung, sondern nur eben zu dem Datum, wo er den letzten Grundbuchauszug gezogen hat. Also er wird kategorisch die Haftung ausgeschlossen. Er gibt, wie gesagt, lediglich nur einen Hinweis auf den Grundbuchstand seit seiner Einsichtnahme. Sprich, würde theoretisch ein Risiko bestehen, dass in der Zwischenzeit Pfändungen oder Hypotheken eingetragen worden sind. Aber man muss auch dazu sagen, der Risikozeitraum ist doch relativ gering. Denn jede Operation, also jede entweder Kauf oder Pfändung oder so weiter, wird telematisch ans Grundbuch übermittelt. Dementsprechend natürlich auch, wenn du jetzt beim Notar bist und den Kauf unterschreibst, dann wird zum gleichen Zeitpunkt, also ein paar Minuten später, wird dieses Protokoll telematisch an das Grundbuch versandt. Dann wird im Grundbuch ein Vermerk, also eine Art Vormerkung eingetragen, dass eben ein Kauf an dem Tag stattgefunden hat, ein Eigentümerwechsel also stattgefunden hat, und dieser Vermerk, bleibt 60 Tage im Grundbuch dann drin, und in dem Zeitraum hat man dann auch ja schon die Urkunde beim Grundbuch eingereicht und es ist dann auch entsprechend eingetragen worden, der Eigentümerwechsel. Von daher ist dieser Risikozeitraum, wie gesagt, sehr gering, aber finde ich eine wichtige Information zu wissen, dass der Notar nicht dafür haftet. Aber wie gesagt, in der Regel ist es so, dass 2 Tage, maximal 3 Tage vorher das Grundbuch abgefragt worden ist vom Notar und man dann also weiß, wie der tatsächliche Stand ist. Und dann noch ein weiterer Punkt: Viele fragen mich oder bitten mich, den Kaufpreis oder jede Zahlung an den Käufer über den Notar, über das Notar-Ander-Konto machen zu lassen, so wie man es aus Deutschland kennt. Aber ganz wichtig, ein Notar in Spanien hat keine treuhänderische Funktion von Geld. Es gibt nur ganz, ganz wenige Notare. Ich habe tatsächlich auch keinen einzigen erlebt bisher, der auch diese treuhänderische Verwahrung von Geld vornimmt. Denn es ist wieder ein Riesenaufwand in Spanien, um sowas zu machen. Abgesehen davon wäre es nochmal eine zusätzliche Haftung von Notaren, die gar nicht übernehmen wollen, weil es nicht ihre Aufgabe ist. Und deswegen wird auch kein Treuhandkonto angeboten. Also das ist auch mal ein Punkt, den man berücksichtigen muss. Und nochmal zu meiner Kundin eben. Wie gesagt, die war etwas geschockt, als es dann alles so schnell vonstatten ging und sie gar nicht wusste, wo hinten und vorne ist. Aber ja, so ist es halt hier in Spanien. Und deswegen ganz wichtig immer, dass man sich vorher schon die Urkunde durchliest bzw. durcharbeiten lässt mit jemand zusammen, damit man genau weiß, worum geht es überhaupt in diesem Tag, was erzählt mir der Notar überhaupt, weil also wenn man kein Spanisch kann, muss man sowieso einen Übersetzer mitnehmen. Es kann auch kein Bekannter, kann ein Freund sein, es muss kein offizieller Übersetzer sein, einfach jemand, der einem halt mit der Sprache helfen kann. Wie gesagt, ich mache das dann, wenn ich vor Ort bin, begleite ich meine Kunden immer oder kenne je nachdem über mein Netzwerk auch Personen, die das übernehmen können. Ich habe jetzt gerade gesehen, unser Neuzugang in der Gruppe hat jetzt wohl auch bald einen Termin anstehen. Also da kann ich auch mal auf mein Netzwerk zurückgreifen und schauen, ob ich jemanden finde, der übersetzen könnte. Meldet euch da gerne, wenn ihr was braucht. Und genau, dann muss der eben bei euch dabei sitzen und gegebenenfalls Fragen beantworten können, wenn es Fragen gibt. Das ist die Funktion des Übersetzers eben, weil sonst würden die Notare es nicht erlauben, dass ein Ausländer, der kein Spanisch spricht, eine Urkunde unterschreibt, weil er muss ja theoretisch verstehen, was er da unterschreibt. Es gibt ab und zu aber auch tatsächlich Notare, die so gut Englisch sprechen, dass sie sagen, es ist nicht notwendig, dass ein Übersetzer mitkommt, aber das ist tatsächlich immer noch die Ausnahme und kommt eher selten vor. So viel zum Thema Notare in Spanien. Ich hoffe, es war aufschlussreich. Bei Fragen meldet euch und ich verabschiede mich vom etwas nicht so sonnigen Barcelona heute, aber schön angenehmen frühlingshaften schon und bis bald. Tschüss.